Viele Menschen wünschen sich ein besseres Leben. Sie möchten glücklicher, ruhiger und selbstbewusster sein. Aber oft wissen sie nicht, wo sie anfangen sollen. Manche Menschen fühlen sich müde. Manche fühlen sich verloren. Andere fühlen sich jeden Tag in derselben Routine gefangen. Wenn du dich manchmal so fühlst, ist das okay. So geht es vielen Menschen. 2026 kann ein neuer Anfang für dich sein. Nicht, weil plötzlich alles perfekt wird, sondern weil du dich entscheiden kannst, kleine Schritte in eine neue Richtung zu machen. Du musst nicht dein ganzes Leben in einer Woche verändern. Du musst nicht über Nacht ein völlig anderer Mensch werden. Echte Veränderung passiert meistens langsam. Kleine Handlungen, die du jeden Tag wiederholst, können mit der Zeit große Ergebnisse bringen. In der heutigen Geschichte sprechen wir über 6 einfache Bereiche des Lebens, die dir helfen können, zu wachsen und dich zu verbessern. Diese Ideen sind leicht zu verstehen und im Alltag nützlich. Also fangen wir an. Teil 1. Deine Denkweise. Deine Denkweise ist die Art, wie du dich selbst und die Welt um dich herum siehst. Sie ist die Stimme in deinem Kopf, die jeden Tag mit dir spricht. Diese Stimme beeinflusst deine Gefühle, deine Entscheidungen und deine Handlungen. Wenn deine Gedanken voller Negativität sind, können selbst kleine Probleme sehr schwer wirken. Vielleicht verlierst du die Motivation, bevor du überhaupt anfängst. Vielleicht beginnst du zu glauben, dass sich niemals etwas ändern wird. Aber wenn deine Denkweise gesünder und positiver wird, beginnt sich das Leben anders anzufühlen. Probleme gibt es natürlich immer noch, aber du fühlst dich stärker, wenn du ihnen begegnest. Du wirst ruhiger. Du hast nicht mehr vor jeder Herausforderung Angst. Viele Menschen sind sehr streng zu sich selbst, ohne es zu merken. Sie sagen oft Dinge wie: Ich scheitere immer. Ich bin nicht schlau genug. Ich kann das nicht. Wenn du diese Gedanken immer wieder wiederholst, beginnt dein Gehirn langsam, sie als Wahrheit zu akzeptieren. Und nach einiger Zeit hörst du auf, neue Dinge auszuprobieren, weil du bereits mit Misserfolg rechnest. Deshalb ist Aufmerksamkeit so wichtig. Du musst lernen, deine Gedanken zu bemerken. Hasse dich nicht für negative Gedanken. Keine Panik. Achte einfach auf die Worte, die du in deinem Kopf benutzt. Und versuche dann, sie Schritt für Schritt zu verändern. Anstatt zu sagen, ich kann das nicht, kannst du sagen, ich lerne noch. Anstatt zu sagen, ich scheitere immer, kannst du sagen, ich kann mich mit Übung verbessern. Diese kleinen Veränderungen wirken vielleicht einfach, aber sie sind kraftvoll. Sie zeigen deinem Gehirn, dass Wachstum möglich ist. Fehler gehören ebenfalls zum Wachstum dazu. Viele Menschen haben Angst vor Fehlern, weil sie denken, Fehler bedeuten Versagen. Aber Fehler sind oft Zeichen dafür, dass du lernst. Niemand macht am Anfang alles perfekt. Jede Person, die heute gut in etwas ist, war einmal Anfänger. Sie haben sich Schritt für Schritt verbessert. Wenn du Fehler als normalen Teil des Lebens akzeptierst, wirst du entspannter und selbstbewusster.
Du hörst auf, Perfektion von dir selbst zu erwarten. Eine starke Denkweise bedeutet nicht, dass du immer positiv bist. Es bedeutet, dass du auch in schwierigen Momenten weitermachst. Echtes Wachstum braucht Zeit. Es passiert langsam durch kleine tägliche Handlungen. Du musst nicht besser sein als alle anderen. Du musst nur ein kleines bisschen besser sein als gestern. Versuche also im Jahr 2026 Gedanken zu wählen, die dein Wachstum unterstützen, anstatt es zu stoppen. Sprich geduldiger mit dir selbst. Gib dir Zeit, dich zu verbessern. Denn wenn sich deine Gedanken langsam verändern, beginnt sich auch dein Leben langsam zu verändern. Teil 2. Kleine Gewohnheiten verändern dein Leben. Die meisten Veränderungen im Leben passieren nicht in einem einzigen großen Moment. Meistens geschieht Veränderung langsam durch die kleinen Dinge, die du jeden Tag tust. Eine Gewohnheit wirkt heute vielleicht sehr klein, aber nach Wochen und Monaten kann sie deine Gesundheit, deine Stimmung, deinen Fokus und sogar deine Zukunft verändern. Deine tägliche Routine formt still und leise dein Leben. Morgengewohnheiten sind besonders wichtig, weil sie den Rest deines Tages beeinflussen. Die Art, wie du deinen Morgen beginnst, entscheidet oft darüber, wie ruhig, konzentriert oder gestresst du dich später fühlst. Du musst nicht um 5 Uhr morgens aufstehen, um dein Leben zu verbessern. Schon etwas früher aufzustehen kann helfen. 10 ruhige Minuten extra am Morgen können einen großen Unterschied machen. Viele Menschen beginnen den Tag damit, sofort auf ihr Handy zu schauen. Sie sehen sich Nachrichten, Videos oder soziale Medien an, bevor ihr Kopf richtig wach ist. Das kann schnell Stress und Ablenkung verursachen. Versuche stattdessen, dir selbst einen ruhigeren und langsameren Start zu geben. Du kannst dich ein paar Minuten dehnen, etwas Wasser trinken, das Fenster öffnen und tief durchatmen. Oder einfach ruhig sitzen und deinem Kopf erlauben, langsam aufzuwachen. Diese einfachen Gewohnheiten können dir helfen, dich friedlicher und klarer zu fühlen. Auch deine Abendroutine ist wichtig. Die Art, wie du deinen Tag beendest, beeinflusst deinen Schlaf, deine Energie und sogar deine Gedanken am nächsten Morgen. Wenn du jeden Abend ungefähr zur gleichen Zeit schlafen gehst, kann dein Körper besser ruhen. Versuche vor dem Schlafengehen deine Gedanken etwas zu beruhigen. Schalte helle Bildschirme für eine Weile aus, lege dein Handy für ein paar Minuten weg. Erlaube dir zu entspannen, anstatt deinen Kopf mit zu vielen Eindrücken zu füllen. Eine hilfreiche Abendgewohnheit ist Reflexion. Nimm dir einen Moment Zeit und frage dich, was war heute gut? Was kann ich morgen besser machen? Dabei geht es nicht darum, dich selbst schlecht zu fühlen. Es ist einfach eine Möglichkeit, Schritt für Schritt zu lernen und zu wachsen. Reflexion hilft dir, dich selbst besser zu verstehen. Sie hilft dir auch, Fortschritte zu erkennen, die du sonst vielleicht übersiehst. Wenn du neue Gewohnheiten aufbauen möchtest, versuche nicht, dein ganzes Leben auf einmal zu verändern. Das wird oft stressig und schwer durchzuhalten. Beginne mit einer kleinen Gewohnheit.
Halte sie einfach und realistisch. Denke daran, Beständigkeit ist wichtiger als Motivation. Motivation verändert sich ständig. An manchen Tagen fühlst du dich inspiriert, an anderen nicht. Aber Gewohnheiten werden stärker, wenn du sie regelmäßig wiederholst. Schon ein paar Minuten pro Tag können echte Veränderungen bringen. 10 Minuten lesen können dir etwas Neues beibringen. 10 Minuten Bewegung können deinem Körper und deiner Energie helfen. 10 Minuten Planung können dir helfen, organisierter und weniger gestresst zu sein. Kleine Handlungen wirken an einem einzigen Tag vielleicht nicht besonders stark, aber mit der Zeit verändern sie langsam dein Leben. Konzentriere dich im Jahr 2026 also nicht nur auf große Ziele. Konzentriere dich auf kleine Gewohnheiten, die du jeden Tag wiederholen kannst. Echte Veränderung passiert meistens leise. Sie geschieht Schritt für Schritt, Tag für Tag. Teil 3. Lerne eine nützliche Fähigkeit. Im Jahr 2026 musst du nicht alles gleichzeitig beherrschen. Zu viele Dinge auf einmal lernen zu wollen, führt oft zu Stress und Verwirrung. Wähle stattdessen eine nützliche Fähigkeit und konzentriere dich darauf. Wenn du dich auf eine Sache fokussierst, wird Lernen einfacher und bedeutungsvoller. Du machst schneller Fortschritte, weil deine Energie nicht überall verteilt ist. Eine nützliche Fähigkeit ist etwas, das dir im Alltag, bei der Arbeit oder in deiner Zukunft helfen kann. Etwas, das dein Leben leichter macht oder neue Türen für dich öffnet. Eine Fähigkeit zu lernen verändert auch die Art, wie du dich selbst siehst. Wenn du deine Fortschritte bemerkst, selbst kleine Fortschritte, wächst dein Selbstvertrauen. Du beginnst dir selbst mehr zu vertrauen. Du erkennst, dass Veränderung möglich ist. Dieses Selbstvertrauen beeinflusst langsam viele Bereiche deines Lebens. Es verändert die Art, wie du sprichst, denkst und Entscheidungen triffst. Fähigkeiten sind wertvoll, weil sie viele Jahre bei dir bleiben. Geld kann verschwinden, Glück kann sich ändern. Aber eine Fähigkeit bleibt in dir. Es gibt viele Fähigkeiten, die im modernen Leben hilfreich sind. Technische Fähigkeiten sind heute sehr wichtig. Zu lernen, wie man Online-Tools oder einfache Computerprogramme benutzt, kann viele Möglichkeiten schaffen. Kommunikation ist eine weitere starke Fähigkeit. Wenn du lernst, klar zu sprechen und aufmerksam zuzuhören, werden deine Beziehungen stärker. Auch Problemlösungsfähigkeiten sind wichtig. Sie helfen dir, ruhig zu bleiben, wenn das Leben schwierig wird. Zeitmanagement kann dir helfen, organisierter und weniger überfordert zu sein. Du musst nicht die perfekte Fähigkeit wählen. Du musst nur eine wählen, die jetzt für dein Leben nützlich ist. Frage dich selbst: Wird mir diese Fähigkeit in der Zukunft helfen? Wenn die Antwort ja ist, dann ist das ein guter Anfang. Lernen muss nicht teuer oder kompliziert sein. Du musst nicht jeden Tag viele Stunden lernen. Schon 15 Minuten täglich können genug sein, wenn du konsequent bleibst. Heute gibt es viele kostenlose Möglichkeiten zu lernen. Du kannst Videos anschauen, Podcasts hören, Artikel lesen oder einfachen Online-Unterricht folgen.
Aber vergiss eine wichtige Sache nicht. Übung ist wichtiger, als nur zuzuschauen. Du lernst am besten, wenn du die Fähigkeit wirklich selbst benutzt. Und habe keine Angst vor Fehlern. Fehler sind ein normaler Teil des Lernens. Jeder Fehler bringt dir etwas Neues bei. Jeder Anfänger hat am Anfang Schwierigkeiten. Die Menschen, die heute gut in etwas sind, waren früher auch verwirrte Anfänger. Sie haben sich verbessert, indem sie immer wieder geübt haben. Eine einzige nützliche Fähigkeit kann deine Zukunft komplett verändern. Sie kann Selbstvertrauen, neue Möglichkeiten und neue Erfahrungen bringen. Wähle also im Jahr 2026 eine Fähigkeit, die dir wichtig ist. Fange klein an. Lerne weiter. Und lass diesen kleinen Anfang langsam dein Leben verändern. Teil 4. Kümmere dich um deine Gesundheit. Deine Gesundheit beeinflusst fast jeden Bereich deines Lebens. Wenn dein Körper müde ist und dein Kopf sich überfordert fühlt, können selbst kleine Aufgaben schwierig werden. Es wird schwerer, konzentriert zu bleiben. Schwerer, gute Gewohnheiten aufzubauen. Schwerer, motiviert zu bleiben. Deshalb ist es so wichtig, auf deine Gesundheit zu achten. Es ist nichts Zusätzliches oder Unwichtiges. Es ist eine der Grundlagen für deine Zukunft. Schlaf ist einer der wichtigsten Teile einer guten Gesundheit. Wenn du gut schläfst, können sich Körper und Geist erholen. Dein Kopf wird klarer, deine Gefühle ruhiger und deine Energie kommt langsam zurück. Aber wenn du nicht genug Ruhe bekommst, fühlt sich alles schwerer an. Kleine Probleme wirken größer. Einfache Aufgaben fühlen sich stressig an. Versuche eine einfache Schlafroutine aufzubauen. Gehe möglichst jeden Abend ungefähr zur gleichen Zeit schlafen. Stehe auch morgens ungefähr zur gleichen Zeit auf. Schon kleine Verbesserungen beim Schlaf können dir helfen, dich konzentrierter und ausgeglichener zu fühlen. Auch Essen beeinflusst, wie du dich jeden Tag fühlst. Du brauchst keine strengen Diäten oder komplizierten Regeln. Einfache und ausgewogene Mahlzeiten reichen oft aus. Trinke genug Wasser während des Tages. Versuche Lebensmittel zu essen, die deinem Körper Kraft und Stabilität geben. Das Essen beeinflusst nicht nur deinen Körper. Es beeinflusst auch deine Stimmung, deine Konzentration und deine Energie. Bewegung ist ebenfalls wichtig. Aber du brauchst kein hartes Training, um gut für dich zu sorgen. Ein kurzer Spaziergang, leichtes Dehnen, sanfte Übungen oder Yoga können deinem Körper und deinem Geist bereits helfen. Bewegung verbessert die Durchblutung, reduziert Stress und hilft dir, dich wacher zu fühlen. 10 Minuten am Tag können mit der Zeit einen großen Unterschied machen. Das Ziel ist nicht, deinen Körper zu bestrafen. Das Ziel ist, ihn zu unterstützen. Mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Viele Menschen fühlen sich gestresst oder emotional erschöpft, machen aber trotzdem ohne Pause weiter. Manche glauben, dass Ruhe Schwäche bedeutet. Aber Ruhe ist notwendig. Dein Kopf braucht ruhige Momente, genauso wie dein Körper Schlaf braucht. Wenn du richtig ausruhst, denkst du oft klarer und wirst geduldiger.
Etwas anderes, das inneren Frieden verletzt, ist ständiger Vergleich. Wenn du dein Leben ständig mit anderen vergleichst, vergisst du deinen eigenen Fortschritt. Du konzentrierst dich nur noch auf das, was dir fehlt. Aber jeder Mensch geht seinen eigenen Weg durchs Leben. Jeder hat andere Schwierigkeiten, Erfahrungen und ein anderes Tempo. Anstatt dich zu vergleichen, versuche freundlicher mit dir selbst zu sprechen. Behandle dich mit Geduld, so wie du einen guten Freund behandeln würdest. Wenn dein Körper gesünder wird und dein Geist ruhiger ist, wird das Leben leichter. Du fühlst mehr Hoffnung. Du denkst klarer. Und du gehst mit mehr Selbstvertrauen durchs Leben. Versuche also im Jahr 2026, deine Gesundheit zu einem wichtigen Teil deines Lebens zu machen. Mache jeden Tag kleine Schritte, um gut für dich zu sorgen. Diese einfachen Dinge wirken vielleicht klein, aber mit der Zeit sind sie sehr kraftvoll. Teil 5. Deine Umgebung formt dich. Die Welt um dich herum beeinflusst dich mehr, als du denkst. Deine Umgebung kann jeden Tag deine Gedanken, deine Gewohnheiten, deine Stimmung und deine Entscheidungen beeinflussen. Wenn deine Umgebung deine Ziele unterstützt, fühlt sich Veränderung leichter an. Aber wenn deine Umgebung voller Stress und Ablenkung ist, wird Wachstum schwieriger. Deshalb kann auch das Verändern deiner Umgebung dein Leben verändern. Dein Zimmer oder dein Arbeitsplatz ist ein Teil deiner Umgebung. Wenn alles chaotisch und unordentlich wirkt, fühlt sich oft auch dein Kopf so an. Es wird schwer, sich zu konzentrieren oder zu entspannen. Du brauchst kein perfektes Zimmer. Du brauchst keine teuren Dinge. Ein sauberer und einfacher Raum reicht oft schon aus. Fang mit etwas Kleinem an. Räume deinen Schreibtisch auf, ordne ein Regal, mach dein Bett. Kleine Handlungen wie diese können dir helfen, dich ruhiger und kontrollierter zu fühlen. Auch dein Handy ist ein Teil deiner Umgebung. Es begleitet dich fast überall und fordert ständig deine Aufmerksamkeit. Benachrichtigungen, soziale Medien und endlose Videos können dir still und leise Zeit und mentale Energie nehmen. Sie können auch Stress, Ablenkung und ungesunde Vergleiche verursachen. Versuche, unnötige Bildschirmzeit zu reduzieren, wenn es möglich ist. Du kannst einige Benachrichtigungen ausschalten. Apps löschen, die deine Energie verschwenden. Oder dir kleine Grenzen für soziale Medien setzen. Das gibt deinem Kopf mehr Raum zum Ausruhen und Konzentrieren. Auch die Menschen um dich herum sind wichtig. Die Gespräche, die du jeden Tag hörst, beeinflussen langsam die Art, wie du denkst. Wenn du viel Zeit mit Menschen verbringst, die ständig klagen oder dich entmutigen, wird es schwerer, motiviert zu bleiben. Aber unterstützende und positive Menschen können dir Kraft und Ermutigung geben. Wähle deshalb bewusst aus, wer deine Gedanken und Gefühle beeinflusst. Das gilt auch für Menschen im Internet. Auch die Inhalte, die du anschaust oder anhörst, formen deine Umgebung. Negative Nachrichten, wütende Videos und ständiges Drama können langsam deine Stimmung beeinflussen, ohne dass du es bemerkst. Zu viel Negativität kann dich ängstlich, müde oder emotional belastet fühlen lassen. Versuche Inhalte zu konsumieren,
die dir helfen zu lernen, zu wachsen oder inneren Frieden zu finden. Es ist völlig okay, Abstand von Inhalten zu nehmen, die deiner mentalen Balance schaden. Deine Umgebung kann dein Wachstum unterstützen oder dein Leben schwieriger machen. Du musst nicht sofort alles verändern. Beginne einfach mit einer kleinen Veränderung. Vielleicht dein Zimmer, vielleicht deine Handygewohnheiten oder vielleicht die Inhalte, die du jeden Tag anschaust. Versuche im Jahr 2026 eine Umgebung aufzubauen, die deinen inneren Frieden schützt, deine Ziele unterstützt und dir hilft, ein gesünderer und stärkerer Mensch zu werden. Teil 6. Kleine Schritte bewirken echte Veränderungen. Ideen können dich inspirieren. Pläne können dir Orientierung geben. Träume können dir Hoffnung schenken. Aber dein Leben beginnt sich erst wirklich zu verändern, wenn du handelst. Du kannst jahrelang Videos anschauen, Ratschläge lesen und darüber nachdenken, ein besserer Mensch zu werden. Doch wenn sich in deinem täglichen Verhalten nichts verändert, bleibt dein Leben meistens gleich. Handeln ist das, was Gedanken zur Realität macht. Die gute Nachricht ist, du musst keine riesigen Schritte machen, um anzufangen. Kleine Handlungen reichen aus. Lies ein paar Seiten eines Buches. Übe etwas für 10 Minuten. Mach einen kurzen Spaziergang draußen. Schreibe deine Gedanken für ein paar Minuten auf. Diese Handlungen wirken vielleicht sehr klein, aber sie sind kraftvoll, weil sie leicht anzufangen sind. Kleine Schritte erzeugen weniger Angst. Sie fühlen sich weniger stressig an und sie helfen dir dabei, nach und nach Momentum aufzubauen. Viele Menschen verschieben Veränderungen, weil sie auf den richtigen Moment warten. Sie denken, ich fange an, wenn ich mehr Zeit habe. Ich beginne, wenn ich mich selbstbewusster fühle. Ich mache es später, wenn das Leben einfacher wird. Aber das Leben ist selten perfekt. Es wird immer Probleme, Ablenkungen und schwierige Tage geben. Wenn du auf perfekte Bedingungen wartest, wirst du vielleicht niemals anfangen. Die beste Zeit zu beginnen ist meistens jetzt, mit der Zeit, der Energie und den Möglichkeiten, die du bereits hast. Eine weitere wichtige Sache, an die du dich erinnern solltest, ist, Beständigkeit ist wichtiger als Perfektion. Du brauchst keine perfekten Tage. Du brauchst keine perfekte Motivation. An manchen Morgen wirst du dich inspiriert fühlen. An anderen Tagen fühlst du dich vielleicht müde oder entmutigt. Das ist normal. Wichtig ist, weiterzumachen, selbst auf kleine Weise. Ein winziger Schritt an einem schwierigen Tag ist trotzdem Fortschritt. Er hält deine Gewohnheit am Leben. Er hält dich in Bewegung, statt komplett aufzuhören. Deinen Fortschritt zu verfolgen, kann dir ebenfalls helfen, motiviert zu bleiben. Du kannst kleine Ziele aufschreiben, eine einfache Checkliste verwenden oder ein kurzes Tagebuch über deine Gewohnheiten und Routinen führen. Wenn du deinen eigenen Fortschritt siehst, selbst kleinen Fortschritt, beginnst du dir selbst mehr zu vertrauen. Du erkennst, dass Veränderungen langsam stattfinden. Echtes Wachstum braucht Zeit. Versuche also, geduldig mit dir selbst zu sein.
Vergleiche deinen Weg nicht mit dem Leben anderer Menschen. Jeder Mensch startet an einem anderen Punkt. Jeder Mensch wächst in einem anderen Tempo. Der wichtigste Vergleich ist der zwischen der Person, die du heute bist, und der Person, die du gestern warst. Im Jahr 2026 kann dein Leben gesünder, ruhiger und stärker werden. Doch Veränderung beginnt erst, wenn du dich entscheidest, den ersten Schritt zu machen. Bewege dich weiter, Schritt für Schritt. Bleib beständig. Vertraue dem Prozess, selbst wenn sich der Fortschritt langsam anfühlt. Kleine Handlungen, die jeden Tag wiederholt werden, können deine Zukunft mit der Zeit komplett verändern. Also, erinnere dich an die einfachen Ideen, über die wir heute gesprochen haben. Arbeite an deiner Denkweise und glaube daran, dass Wachstum möglich ist. Baue kleine Gewohnheiten auf, die deine Ziele unterstützen. Lerne nützliche Fähigkeiten. Schritt für Schritt. Kümmere dich um deinen Körper und deine mentale Gesundheit. Schaffe eine Umgebung, die dir Ruhe und Fokus gibt. Und das Wichtigste, handle. Du musst nicht dein ganzes Leben über Nacht verändern. Du musst nur anfangen. Ein kleiner Schritt heute kann morgen zu einer völlig anderen Zukunft führen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, danke, dass du diese Zeit mit mir verbracht hast. Du kannst gerne das Video liken, den Kanal abonnieren und für die nächste Geschichte und Lektion wiederkommen.